herzlich willkommen, meine Lieben, zum Mittwochsfeierabend-Video und heute gibt es etwas für die Süßschnäbel. Ja, ich habe etwas ganz Tolles, Schnelles, Leckeres und das liebt jeder, zumindest der, der Süßes mag und vielleicht auch nicht sollte, aber egal. Wir machen heute einen French Toast und dazu braucht man gar nicht viel, denn die Zutaten, die habe ich euch hier schon mal vorbereitet. Und zwar brauchen wir natürlich ein Toastbrot, ein paar Eier, ein wenig Butter, Ahornsirup und Puderzucker. Und das ist wirklich eine Sünde. Und dieses French Toast ist wirklich ein Klassiker. Und ich weiß nicht, wann habt ihr das letzte Mal gegessen oder kennt ihr es auch schon länger vielleicht aus der Kindheit eventuell? Ja, das sind also Sachen, die hat man so ziemlich gestrichen irgendwie aus seinem Plan. Ich weiß es nicht. Also man soll es ja nicht übertreiben mit der Süßigkeit und wir wollen ja auch abnehmen im neuen Jahr. Aber zwischendrin einmal muss man mal sündigen, oder? Also machen wir uns jetzt einen French Toast. Und zwar als allererstes müssen wir die Eier in Rührei schlagen und dann tun wir die Toastscheiben darin etwas wälzen, in Butter ausbraten, nicht zu sehr, schön goldbraun. Und dann kann man es schon anrichten. Es geht zack, zack und gleich sind wir fertig. Also auf geht's! So sind die doch so richtig schön goldgelb und so eine richtige Sünde mit so richtig fett Butter drin. Aber ab und zu braucht man das doch mal, oder? Und dann machen wir wieder nächste Woche vielleicht was Leichteres. Aber das muss man sich unbedingt mal gegönnt haben. Und die sind jetzt auch schon fertig. Und jetzt nehmen wir sie raus und schneiden sie einmal durch und richten sie ganz lecker auf einem Teller an mit dem Ahornsirup und ein bisschen Puderzucker. So, und jetzt haben wir sie auf dem Teller und jetzt kommt noch dann ein bisschen Ahornsirup drüber, habe ich ja schon gesagt, und ein bisschen Puderzucker. Und dann kann man schon diese leckere Nascherei zum Feierabend genießen. Und so ein bisschen Zucker ist ja ab und zu immer ganz gut für die Seele, besonders bei dem Wetter da draußen. So, da haben wir unsere Zuckerexplosion und die lassen wir uns jetzt so richtig schmecken. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Und wir sehen uns natürlich wieder am Sonntag. Bis dahin eine schöne Zeit. Eure Joanna.